Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir schauen, was der Tag so bringt an Infos fürs Kollektiv. Ja, hier ist es so, dass man ratzfatz einen Rückzug beenden kann oder aber, dass man sich auch zurückzieht, weil irgendwo Verletzungsgefahr in der Luft liegt. Schnelle Situationen, plötzliche Situationen, Sachen, wo man dann auch in Bewegung kommen muss oder in Bewegung kommt. Wir haben hier eigentlich schon den Wunsch nach Weiterkommen im Kopf liegen. Und hier bleibt uns nichts anderes übrig. Also der eine zieht sich zurück, der andere geht aus dem Gefängnis raus. Eine Situation, die aus der Vergangenheit mitschwingt. Ich sage euch gleich noch ein zweites Szenario. Bei der man auf der unterbewussten Ebene auch schon sehr viel Klarheit erlangt hat. Ne? Das sind nicht so die Dinge, wo man im Ungewissen schwebt oder wo man im Nebel stehen gelassen wurde, sondern man hat hier schon den gewissen Punkt erreicht und trotzdem gibt es sowas wie einen Anstoß, ein in Fahrt kommen von irgendwas, was man in kleineren Bereichen hier jetzt zum Aufblühen bringt. Möglicherweise kriegst du hier Post von einem Amt, die dich schnell überwältigt, die dir ein gutes Ergebnis mitbringt. Oder die Selbstständigen von euch haben hier sehr gute Expansionsqualitäten, irgendeinen guten Auftrag, etwas, wo ihr plötzlich in die Gänge kommt. Jedenfalls bringt es euch Geschenk mit für die Zukunft. Für die nähere Zukunft. Es kann auch eine Wende sein, wenn man so will. Ne? In etwas, wo sich lange nichts gezeigt hat, kommt plötzlich Bewegung rein. In etwas, wo man vielleicht auch sehr begrenzt gedacht hat, fließt das Ganze wieder besser. Das einzig Blöde ist die Plötzlichkeit. Aus der eigenen Sicht ist das, was wir hier haben, etwas, das von außen angeregt wird. Eine Sache der Resonanz vielleicht auch. Ja, jetzt wird es ein bisschen klarer. Für mich ist es so, dass man hier sieht, dass diese Zähigkeit unterbrochen wird, weil sie lange da war. Hier liegt das Hindernis im Bereich des Umfeldes drin. Ne? Das heißt, uns war schon sehr wohl bewusst, dass wir das Außen nicht schneller drehen können, die Dinge nicht vorwärts treiben oder ankurbeln. Die Lage im Außen spielt vielleicht eine Rolle mit, aber hier kann man tatsächlich in Fahrt kommen, schneller als man möchte, Ernte einholen, schneller als man möchte und möglicherweise ist die Sense hier sogar eine Überraschung, mit der du nicht gerechnet hast. Die Dinge entwickeln sich hier auch langfristig und verbindlich. Hier kann dir auch jemand, der etwas weiter weg von dir ist, eine schöne Überraschung präsentieren. Es mag ein Impuls sein oder nennen wir es eine Zugabe bei irgendetwas. Oder ein Erfolg auch, wo sich lange keiner eingestellt hat. Das wäre hier auch möglich. Im Haus der Hoffnungen und Ängste liegt hier so ein bisschen, dass man eventuell Neues dazu nehmen muss, dass man was dazu lernt, dass das Unterbewusstsein eine hohe Qualität hat, auch von
ich weiß noch nicht alles, aber es könnte gut werden, ne? Hier die Kombination für Überraschung ist auf jeden Fall dabei. Wenn du alleine und selbstständig arbeitest, könnte es hier sein, dass dir jemand begegnet, mit dem du gut was zusammentun könntest. Eine schöne Geschichte schreiben, die ihr gemeinsam dann als Wegbegleiter erarbeitet, will ich jetzt nicht sagen, fortführt. Und es ist eine Riesenerfahrung auch. Hier scheint sich etwas zu drehen, wo man aus dem Erfahrungsschatz schöpft, wo man auch noch Erfahrungen macht und wo sich verbindlich etwas überraschend Gutes einstellen kann. Erfahrung und Erkenntnis, hier haben wir das Buch. Und auf Zeichen achten, ne? Ich denke, die Zeichen hier kann man nicht übersehen. Die Sense ist mächtig, die ist schnell, die kann man nicht übersehen. Und hier unten haben wir noch die Verbundenheit. Hier unten den Ring. Vielleicht fügt sich hier auch wieder was zusammen, was mal auseinandergegangen ist oder wo man Distanz aufgenommen hat. Wir haben sowieso hier Thema Nähe und Distanz, ne, mit dabei. Aber es bringt hier eine gute, ausgeglichene, verbindliche Situation alles mit. Okay, gucken wir noch eine Karte. Da ist sie schon. Ja, das Wachstum. Ich weiß zufällig, weil ich die Karte schon sehr oft gezogen habe, dass die Pilze sehr rasches Wachstum mitbringen. Die Sense bringt auch rasche Geschwindigkeit mit. Und das passt hier in doppeltem Sinne sehr gut, denn wir haben ja hier rechts das Buch liegen und die Pilze sagen halt, dass das, was unter der Oberfläche herangereift ist, jetzt zum Tragen kommt, ne? Etwas hat schon längere Zeit so ein bisschen gewuselt und gearbeitet im Hintergrund und jetzt wird es sichtbar und klar und schnelles Wachstum steht dann auch bevor, auch langfristig, ne? Man muss sich ehrlich sein, was man tun will, wie man es tun will und auch ein bisschen überzeugt davon sein, dass sich wundersame Dinge einstellen können. Impulsgeber spielen hier eine große Rolle. Das kann ja auch sein, wirklich, dass du deine Erfahrungen weitergibst, die anderen zu Wachstum bringen. Und die Grundlagen müssen eben verfügbar sein, denn sobald das Wachstum beginnt, ja, wird man auf eine Reise des Lebens gehen. Vielleicht auf ein bisschen anderen Pfad auch. Und etwas, was man für ganz normal hielt, könnte hier auf einmal ganz besonders anstehen, ne? Und die Phase, die hier gemeint ist, bringt rasantes spirituelles und materielles Wachstum mit. Und die Fahrt könnte ein bisschen wild werden, wird hier noch gesagt. Okay, wir gucken die Pflanze noch an. Oder ich lasse euch eine wählen. Such dir eine aus, die steht hier auf dem Kopf. Ich drehe sie mal um. Ich würde heute die rechte Pflanze nehmen. Und da haben wir die Haselnuss. Der Haselstrauch ist ein Mittler zwischen den Welten und bringt dich in Kontakt mit Naturgeistern. Das heißt, die Schleier sind hier nicht mehr so dicht. Man kann hinter die Sachen blicken, man kann Verbindung aufnehmen. Toll. Und auf der anderen Seite haben wir Ähnliches, die Mistel, ne? Hier geht es um verschiedene Wahrnehmungen der Wahrheit.
alles ist möglich, nichts ist festgelegt. Und es geht darum, dass du hier mit ein bisschen Glück geküsst wirst oder die Mistel dir eben auch Segen mitbringt. Und es geht darum, dass du deine eigene Wahrheit findest. Ja, habe ich schon oft Vorträge darüber gehalten, wie ich das mit der Wahrheit sehe und was da in dem Bereich für mich möglich ist. Aber das ist natürlich alles nur meine Meinung, meine Erfahrung, meine Erkenntnis. Jeder von euch kann das anders sehen. Ich bin ja auch nicht dafür da, irgendwelche Dinge vorzubeten. Aber ich bin überzeugt, dass ich erkannt habe, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.